Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von eBakery, die Agentur für Online-Händler. In diesem Video zeigen wir euch, wie viel man auf OnlyFans verdienen kann. Wenn euch dieses Video gefällt, dann gebt uns einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. OnlyFans ist besonders letztes Jahr sehr populär geworden. Gegen eine kostenpflichtige Gebühr kann man auf der Plattform Creatoren folgen, die dafür meist erotischen, exklusiven Content zeigen, den nur die eigenen Fans sehen können. Die Fans zahlen also dem Creator monatlich Geld dafür, dass sie ihm folgen. Außerdem verdient der Creator durch Trinkgeld und private Nachrichtengeld, welches er auch von seinen Abonnenten erhält. Diese können dem Creator beispielsweise für die Freischaltung von Videos und Fotos zusätzlich Trinkgeld zahlen. Viele OnlyFans-Stars teilen pro Woche nur eine bestimmte Anzahl von Posts. Alles andere müssen ihre Fans durch Trinkgeld freischalten. Es gibt auch bestimmte Funktionen, für die ein Creator zusätzlich Geld bekommt. Follower können zum Beispiel Bilder an den Creator senden, dieser kommentiert sie dann und bekommt dafür Geld. Auch verschiedene Abo-Funktionen können zusätzlich abgeschlossen werden. Besonders unter weiblichen Creatoren verbreitet ist hier die Girlfriend-Option. Mit dieser bekommt der Follower beispielsweise die Möglichkeit, morgens und abends ein Foto zugesendet zu bekommen, plus weitere Vorzüge, die nicht im normalen Abo enthalten sind. Doch was verdient man nun auf der Plattform? Den monatlichen Preis für ein Abo zwischen 4,99 $ und 49,99 $ kann der Creator selbst festlegen. Creator berichten daher von sehr hohen Verdiensten. So gibt der OnlyFans-Creator Leo auf YouTube in einem Video an, er habe 4.500 Abonnenten und nimmt für ein Abo $16. Er verdient damit nach Abzug der 20%, die an OnlyFans gehen, jeden Monat ca. $57.000, die er allerdings noch versteuern muss. In einem Selbstexperiment gibt Miss Vlog in einem ihrer YouTube-Videos an, sie habe mit Dessous-Bildern $9.000 in einem Monat verdient. Erotischer Content ist auf der Plattform besonders erfolgreich. Eine weitere Einnahmequelle ist das Teilen kleinerer Creator. Gegen Geld teilen erfolgreiche OnlyFans-Creator nämlich neue Accounts mit ihren Abonnenten. Auf diesem Weg werden kleinere Creator oft schnell zu großen Accounts. Es ist also durchaus möglich, für ein Abo nur wenig Geld zu nehmen und trotzdem durch die Vielzahl der Follower viel Geld zu verdienen. Ein Beispiel dazu: Wenn ein Influencer 1000 Follower hat und ein Abo $4,99 kostet, also der kleinstmögliche Betrag, dann verdient dieser alleine durch seine Abonnenten nach Abzug der 20% umgerechnet 3.387 €. Bei dieser Rechnung haben wir jedoch noch nicht den zusätzlichen Verdienst durch Trinkgeld berechnet. Dieser Betrag wird allein durch die Abos erwirtschaftet. Die Möglichkeit, auf OnlyFans viel Geld zu verdienen, ist also sehr hoch. Allerdings sollte man bedenken, dass das viele Geld, welches besonders durch erotischen Content erzielt wird, auch einen hohen Preis hat. Der Verdienst muss in Deutschland außerdem über die jährliche Steuererklärung an das Finanzamt gemeldet werden. Die Höhe der Steuer hängt dabei natürlich vom Verdienst des Creators ab. Schreibt uns doch in die Kommentare, was ihr von OnlyFans haltet. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns einen Daumen nach oben da und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, um keine Tipps mehr von uns zu verpassen. Falls ihr noch Fragen habt, meldet euch gerne bei den Experten von eBakery. Viel Erfolg wünscht euch euer eBakery-Team.